Liebe Zuschauer, willkommen bei einem neuen Video. Wie ihr weißt, reise ich schon seit Jahren um die Welt und mein Endziel ist dann auch, alle 197 Länder der Welt zu bereisen und hier bei YouTube zu zeigen. Im letzten Video war ich in Jerusalem und in Palästina unterwegs. Aber leider muss ich meine YouTube-Serie kurz unterbrechen, weil es gibt einen Krieg in der Ukraine, der schon 4 Wochen unterwegs ist. Ich war in den letzten Wochen in Portugal und bin zurück in Holland angekommen und dachte mir, ja, wie kann ich helfen, was kann ich tun, was können wir machen? Und habe spontan mit meinem Cousin Mario entschlossen, um Richtung der Ukraine zu fahren, um dort an der polnische-ukrainische Grenze Hilfsgüter zu übergeben. Wir haben eine Spendeaktion gestartet und haben sehr viele Spenden bekommen, innerhalb 2 Tage. Ich will euch in diesem Video mitnehmen, wie wir das gemacht haben, wie es genau dort ist. Und am Ende des Videos werden wir auch nochmal Auschwitz besuchen. Aber um euch die Situation in der Ukraine zu erklären, will ich euch in Schnellfahrt kurz mitnehmen, wie die Situation in der Ukraine entstanden ist. Und dafür müssen wir zurück nach 2013. Ende 2013 sollte ein Assoziierungsabkommen mit der EU und der Ukraine abgeschlossen werden. Der damalige Präsident Janukowitsch hat dies nicht unterschrieben und die Menschen der Ukraine sind auf die Straße gegangen und haben protestiert, haben demonstriert, tagelang, wochenlang, monatelang, und im Februar 2014 eskalierte die ganze Sache. Die Scharfschützen der Polizei haben auf die Menschenmassen geschossen und mehr als 100 Menschen starben auf dem Maidanplatz in Kiew. Ein paar Tage später flüchtete Janukowitsch Richtung Krim und er wurde gefeuert als Präsident der Ukraine. Das Parlament installierte eine neue Regierung und Russland annexierte die Krim im März 2014. Ein paar Tage später griffen die Pro-Separatisten zu den Waffen und erklärte die Volksrepublik Lugansk und die Volksrepublik Donetsk in der Donbass-Region als unabhängig. In 2015 wurde das Minsk-Protokoll abgeschlossen und somit wurde ein Waffenstillstand abgekündigt. Aber wir sind jetzt in 2022 und am 21. Februar meinte Putin, dass das Minsk-Protokoll keine Aussicht mehr hat. Er erklärte die Volksrepublik Lugansk und die Volksrepublik Donetsk in der Donbass-Region als unabhängig und setzte somit den Startschuss zum Krieg. 2 Tage später kündigte Putin in einer Fernsehrede an, dass er eine militärische Spezialoperation starten werde, um die Ukraine zu befreien. Und das macht er mit Raketen gegen Häuser, Bombardierungen von Krankenhäusern und eine humanitäre Krise. 4,5 Millionen Ukrainer sind mittlerweile geflüchtet Richtung Polen, Richtung Deutschland, Ungarn, Moldau, und eine humanitäre Krise ist in der Ukraine entstanden. Es gibt kein Essen mehr, kein Trinken mehr, keine Medikamente. Die Menschen, die noch in der Ukraine sind hilflos und wir müssen ihnen helfen, und daraufhin haben wir eine Spendenaktion gestartet auf Social Media, auf Facebook, auf WhatsApp, auf Instagram, und viele Leute haben reagiert. Sie haben Babypamper gegeben, Medikamente, Essen und Trinken, aber auch Geld. 20 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 175 Euro, 500 Euro, und somit konnten wir viele Sachen kaufen und Richtung der Ukraine fahren. Es ist morgens 7 Uhr. Wir werden jetzt noch Richtung unser Bäcker fahren. Die haben richtig viel Brot gemacht. Das holen wir ab. So, Brot. 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 Guck mal, super. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Die fast 100 Brote, die unser Bäcker spendete, laden wir ein. Und bevor wir losfahren, machen wir noch kurz einen Check in unseren LKW-Transporter. Die Strecke nach Przemyśl ist ca. 1400 Kilometer lang und dauert ungefähr 16 bis 17 Stunden. Zwischendurch wird natürlich ein paar Mal getankt. Wie viel Liter? Eben gucken. Ich denke, jetzt sitzen wir auf 6 Liter, aber ich denke 80 Liter geht jetzt rein. Richtung Breslau, Wrocław. Also Wrocław zu sehen. Wir teilen die Strecke auf und übernachten in der Stadt Wrocław, die etwa mehr als die Hälfte auf der Strecke liegt. Guten Morgen. Guten Morgen, René. Wir fahren weiter. Wir gehen nach Smilja. Nee, Przemyśl. Ja, und jetzt geht's los. Wir müssen 4 Stunden und ungefähr, sag mal 5 Stunden fahren bis Przemyśl, so eine Grenze mit der Ukraine. Und ja, gestern waren schwere Bombardierungen in Lviv. Also das wird alles sehr spannend. Ich würde sagen, ja, wir erstmal losfahren. 5 Stunden Autobahn von Wrocław. Da fahren wir über Krakau Richtung Przemyśl. So, wir sind jetzt ja, noch 1,5 Stunden müssen wir fahren Richtung Przemyśl.
Alles easy, ruhig, die Autobahn, ne? Easy, nix. Ja, ab und zu sieht man ein paar Autos, Italiener, Holländer, Deutsche, Engländer haben wir schon gesehen, die unterwegs sind. Mit Kartons voll Sachen und ja, ein paar Mal Maut mussten wir bezahlen, aber das sind nur ein paar Euros, also Slotties, aber umgerechnet ein paar Euros. Und ja, wie gesagt, noch 1,5 Stunden und da sind wir da. So, wir sind jetzt ungefähr 40 Minuten von Saint-Michel. Wir gehen noch kurz tanken. Wir haben jetzt zum 3. Mal getankt, also eine Fahrt ungefähr 400 Euro, also hin und zurück 800 Euro Sprit, also Diesel. Und ja, das ist echt ja, spannend. Das ist natürlich auch spannend jetzt, wie es jetzt alles läuft da. Aber gut, wir werden sehen. Ja. So, wir sind jetzt angekommen und gucken jetzt, wo wir hin müssen. Hier auf dem Parkplatz hier. Jetzt, wo wir hin müssen, die Sachen abliefern. Auto zu, ja? Ja, ist ruhig, ja? Ja, so ruhig, ja. So, ja, ich filme jetzt mit meinem iPhone. Ich habe natürlich meine große Kamera nicht dabei. Also wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz und hinten ist das, ja, ist das, wie nennen wir es, Warenannahme. Ja? Also die haben eine richtige Warenannahme, da hinten müssen wir jetzt dahinter fahren, haben sie gerade gesagt. Überall sind die Zelte, wo man sich anmelden kann als Freiwilliger oder als Fahrer. Und ich habe schon gerade bei einem Holländer, der ist da, der backt Pommes und so weiter. Also ja, aber es ist eigentlich ganz ruhig und gut organisiert hier. Ist jetzt auch noch ruhig, aber ich weiß ja nicht, ob da drin ist. Aber wir werden jetzt erstmal die Sachen da liefern und dann werden wir weiterfahren. Wir müssen ja auch noch einkaufen, ob wir noch was noch benötigen und so weiter. Das leerstehende Tesco-Einkaufszentrum wurde in einen riesigen Hilfspunkt für tausende ukrainische Flüchtlinge umgewandelt. So, wir müssen jetzt hier rum und hier ist der Eingang, müssen wir gucken, vielleicht ja hier und dann Hier noch dahin. und dann ja, genau. Also wir müssen kurz rumfahren, da ist das Depot, hier links Mario. Wir fahren jetzt rum, da kann man sehen, da muss man dann links und da hinten ist da Einfahrt und da ist dann Warenannahme. Mal gucken, da müssen wir rechts und dann sehen wir mal, was wir da, ja, genau. So, angedockt? Ja, zo. Yes. Wat dan moeten we pakken? Als vraag gewoon uit of Ja, ja, doen we ook dadelijk. Ja. Kunnen we ook spullen brengen als we willen. Bread? Ja. More bread? So, nice. Nou Mario, geht gut? Gaat zeker goed. Super. We hebben nog brood da. Was ist da? Was haben wir da? Rollator. Ja. Nice. Yeah. So we get nice help here from people. So Mario, geht gut, oder? What? No, we must back. This for us. We have to go back. Sehr gut. Ja. So, wir haben es, Mario. Ich glaube, wir sind alle zufrieden. Und wir machen noch ja, ein Foto. Gucken, ob wir ein Foto machen können. Ja. Und? Alles gut? Wir sind jetzt im Kaufland, kaufen noch ein bisschen ein. Wir haben ungefähr, oh, hier ist Salz, 1000 Euro, um einzukaufen. Und da werden wir Wasser, Suppe, Brot von holen und vieles, was man so braucht an, ja, eigentlich was man als erstes braucht, wenn man irgendwo ist. Also an Essen zumindest. So, jetzt suchen wir Suppe. Wo ist die Suppe? So, ja, das ist nicht unsere Karre, das ist unsere Karre. Und das auch. Das. Mario hat noch 2. Und das ist noch nicht für 1000 Euro. Mal gucken. Noch mal zurücklaufen, denke ich. Ja.
So, was haben wir hier? Babyfood. Babyfood. Oh, noch mehr. Alles für die Babys. Und Wasser haben wir hier. Wir haben da Brot auch gekauft. Suppe jede Menge. Babypowder, Wasser, Pamper. Alles für den Kleinen. Tasche. So, wir fahren weiter Richtung Bahnhof. Und da schauen wir jetzt mal, ob sie da Dings nötig haben. Also auch noch Brot und Wasser und so weiter. Links ab. Keine Ahnung, wir müssen links ab, ja. Und ja, also hier war auf jeden Fall sehr cool. Wir haben hier viele Sachen gekauft, vor allem Pamper, was ich sagte, die sind ja sehr teuer. Baby Essen. So Mario, ja, das ist ein Brot. Boah, ist alles umgefallen. Brot und so Ja. im Mund. So Mario, das haben wir weggebracht. Warm da, ne? Wir haben so ein Brot haben wir weggebracht. Also wir sind jetzt am Bahnhof. Ja. Haben da Brot weggebracht. Ich kan hoi. Kan je een beetje Nederlands? Ja, goed? Ja, je helpt vandaag. Ja, lekker. Ja. Dan, Arnhem. Oh ja, weet je waar? Waar heb je gewoond? Ja, Rotterdam. Rotterdam, ja, dat is het beste. Feyenoord. Ja, zeker man. Smolarek. Ja, zeker. Succes man. Ja, dankjewel hè. Danke. So, hinter mir ist der Bahnhof vom Przemysl und wir haben gerade das Brot gebracht, Wasser und so weiter. Also wir gehen jetzt nicht rein, also das ist natürlich auch für die Menschen, die da sind. Kannst du aufmachen, Mario? Ja, zeker. Die Menschen, die da sind, ist natürlich auch privat alles. Natürlich mega scheiße. Also ich filme da nicht. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt fahren wir nochmal zum Depot und ja. Und ja, wir werden noch das Wasser bringen. Wir haben noch Babypampers und so weiter. Und dann haben wir es für heute geschafft. Wir haben echt viel gebracht. Danke eure Hilfe, Spenden und so weiter. Und ja, die sind echt mega froh. Ja, so, Mario, weiter. So, weiter geht's. Weiter geht's nach Przemysl. Przemysl. Ja, Przemysl. So, Przemysl. noch mal einmal zum Tesco Depot. Und dann, ja, dann werden wir erstmal uns erholen. Also da, gerade am Bahnhof, ja, ich hab's nicht gefilmt, also, aber es ist echt schlimm. Da kommen sie echt alle an und gestern war ja auch noch das in Lviv natürlich auch die Stadt, rund um die Stadt bombardiert wurde. Also gerade war auch wieder ein Zug angekommen mit vielen Flüchtlingen. Und ja, wo wir gerade das Brot hingebracht haben, ja, das eigentlich, da werden sie sofort aufgefangen, kriegen Essen und Trinken. So, wir gehen jetzt nach Nummer 2. Da musst du andocken, Mario. Ich muss jetzt wieder Andocken. Ja, das geht, ist gut. Das geht. Zum Geht, das geht. Muss ich aussteigen? It's empty. It's empty now. Okay. Thank you very much. Dziękuję. Good work. Thank you. So, jetzt gehen wir nach Krakau. Ja. War schön. War schön, dass die Leute alle helfen. Cool. So. Nach einem erfolgreichen Tag und einem fantastischen Sonnenuntergang fahren wir ungefähr 2,5 Stunden nach Krakau, wo wir übernachten. Guten Morgen aus Krakau. Ja, wir haben sehr gut geschlafen, waren natürlich sehr müde. Gestern noch ein bisschen gegessen und heute werden wir noch kurz in die Stadt gehen. Das werde ich euch zeigen mit ein paar Bildern und natürlich nach Auschwitz fahren wir heute.
Ja, das wird natürlich sehr beeindruckend sein alles. Ja, das ist eigentlich der Plan für heute. Kurz in die Stadt, ein paar Bilder zeigen und dann geht es weiter nach Auschwitz. Das werde ich natürlich alles filmen und für euch dokumentieren. Krakau ist mit ca. 750.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Polens und gehört zu den jährlich 20 meistbesuchten Städten Europas. So, wir laufen jetzt über den Hauptplatz von Krakau, Rynek Główny, eins der größten Hauptplätze von Europa, und hinter mir ist auch die Mariakirche. Hat eine ja, irgendwie coole Geschichte, also cool kann man auch nicht sagen. Es gibt zwei Türme, der eine ist ein bisschen länger wie der andere, und das hat einen Grund, weil die Türme wurde gebaut durch zwei Brüder, und ja, das war ein Wettkampf. Ja, der eine hat gegen den anderen gesagt, ja, ich bin schneller, und jetzt was Schreckliches passiert. Der eine Bruder hat der andere getötet mit dem Messer, tschack, getötet, und das Messer liegt noch da drin in der Kirche, weil er gewinnen wollte. Also es ist eine total krasse Geschichte, und als Erinnerung wird hier immer, ich glaube jede Stunde, Trompete gespielt. Kann man da oben dann sehen. Steht einer mit einer Trompete und spielt dann ein kleines Ding da. Also die Geschichte von der Mariakirche. Ja, so, jetzt gehen wir kurz einen Kaffee checken in der Sonne und dann laufen wir ein bisschen rum. Ja. Im Sommer ist der Hauptplatz überfüllt mit Touristen. Wir haben Glück und können uns gemütlich ein bisschen umschauen. Erstmal gutes Frühstück. Sehr gut. Sehr gut, ja? Ja. Was hast du dann? Croissant? Croissant mit Salami, Ja. mit Tomate, Spinat. Oh, sehr gesund. Sehr gesund. Bisschen fettig, aber sehr gesund. Noch 2 Kilo Öl gebacken. 2 Kilo Öl gebacken. Aber gut, wenn wir zurück sind, wieder trainieren, ne? Trainieren, oh. Die Stadt kennt ein paar schöne Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Mariakirche, das jüdische Viertel Kazimierz, der Hauptmarkt, die Tuchhallen, wo Mario ein paar Souvenirs shoppt für seine Kids zu Hause, und die Wafelburg, die wir uns anschauen. Wir laufen jetzt vom Hauptplatz Richtung die Wafelburg, ist ungefähr 11 Minuten laufen, 10, 11, 12 Minuten. Und da kommen wir durch wunderschöne Straßen, Gassen und sieht man schöne Gebäude hier. Und ein Aggregat. Aber hier ist, ja, hier ist alles Fernsehen, wird bestimmt was los sein heute hier. Da ist schon die Burg. Ja, die gehen wir uns noch anschauen und dann geht es weiter Richtung Auschwitz. Gleich neben der Kathedrale auf dem Wafel befindet sich mit dem Königsschloss ein weiteres Must-See. In der ehemaligen Residenz der polnischen Könige ist heutzutage ein Museum untergebracht. Seit mehr als 60 Jahren dokumentiert die staatliche Kunstsammlung im Schlossmuseum die Geschichte und das Kulturerbe Polens. Ja, wir sind jetzt oben bei der Wafelburg, und die Wafelburg liegt auf einem Hügel, ungefähr 220 Meter Höhe. Und bis zum 17. Jahrhundert haben hier die Könige von Polen gelebt, und die sind auch hier begraben. Sogar der Präsident, der in 2010 gestorben ist bei den beim Flugzeugunfall, damals in Smolensk in Weißrussland, ist hier beigesetzt mit seiner Frau. Ja, und im 13. Jahrhundert wurde hier auch eine Kathedrale gebaut, und das ist jetzt die Wafelkathedrale, und die ist die wichtigste Kathedrale von Krakau. Was es hier noch mehr gibt, ist eine Höhle. Hier unten gibt es eine große Höhle, und da wird gesagt, also ja, das ist die Story, dass hier ein Drache lebt. Ja, ein Drache. Und das ist der Drache von Krakau, und da werde ich euch ein bisschen drüber erzählen. Der Wafeldrache, Smok Wawelski genannt, terrorisierte vor Jahrhunderten die Einwohner der Stadt des Krak. Sie mussten der Bestie Vieh zum Opfer bringen. Nach anderen Berichten verschlang der Drache jedoch ausschließlich Jungfrauen. Keiner der Ritter schaffte es, den Drachen zu überwältigen. Das gelang erst einem Schuster namens Kuba. Er füllte ein Lamm mit Schwefel und ließ es vor der Drachenhöhle liegen. Der Drache fraß das Lamm und bekam alsbald gewaltige Schmerzen und Brennen in der Kehle. Um seinen Durst zu löschen, soff er so lange Wasser aus der Weichsel, bis er platzte. So, wir sind jetzt angekommen, haben hier unser Auto geparkt.
einen Parkplatz hier bei Auschwitz und jetzt gehen wir da hin und holen ein Ticket. Also Auschwitz hat 2 Camps, Auschwitz-Birkenau 1 und Auschwitz 2 und das liegt nicht nebeneinander. Wenn man nach Auschwitz 2 hingeht, quasi muss man ein bisschen weiterfahren. Also wir fangen erstmal an, kaufen hier ein Ticket und gehen erstmal das hier besichtigen und dann geht es später weiter Richtung Camp Nummer 2. Zum Glück haben wir gutes Wetter, brauchen keine Jacke an. Mario hat eine Jacke an. Jawohl. Jawohl. Und naja, mal schauen. So, es ist so geregelt, dass man, wenn man individuell einfach reingeht, braucht man nichts zu bezahlen. Aber man bekommt eine Zeit. Ja, hier, also jetzt ist es so, man bekommt eine Zeit, wenn man rein darf. Bei Birkenau 1, also nicht Birkenau 1, Auschwitz 1, so ist es. Birkenau ist Auschwitz 2. Und da haben wir jetzt erstmal einen Shuttlebus, der bringt uns dahin nach Birkenau. Und da werden wir als erstes die Tour starten, unsere individuelle Tour. Und danach geht es dann um 3 Uhr, es ist jetzt 1, geht es dann hier in Auschwitz 1. Das ist der Plan. Die Tour startet in Auschwitz-Birkenau. Eigentlich bevorzuge ich es, um in Auschwitz 1 zu starten, weil man dort auch viele Informationen bekommt über Birkenau. Das KZ Auschwitz-Birkenau war das größte Lager, das auf polnischem Boden errichtet wurde, und es diente sowohl als Arbeits- und Konzentrationslager als auch als Vernichtungslager. Auschwitz war dazu bestimmt, das zentrale Lager für die Vernichtung des jüdischen Volkes zu sein, und es wurden dort mehrere Gaskammer und Krematorien errichtet. Also es ist ein bisschen Wind, aber wir laufen jetzt hier über dem Bahnhof von Auschwitz-Birkenau. Hier kam der Zug an und die wurde erstmal alle Menschen selektiert, die halt schon krank waren, die wurden sofort deportiert und ungefähr 75% von den Menschen, die hier ankamen, wurden sofort eigentlich deportiert und vergast. 25% durften dann auf dem Camp bleiben und arbeiten, bis sie auch einfach alle gestorben sind, teilweise durch, dass sie verhungert waren, keine Energie mehr hatten und natürlich auch dann später noch vergast wurden. Das ist echt schon heftig. Der Vorgang der Selektion und des Mordes war gut geplant und organisiert. Wenn ein Zug an der Rampe hielt, mussten die Opfer aussteigen und ihre Gegenstände wurden in mehreren Baracken, deren Bereich als Kanada bezeichnet wurde, gesammelt. Die Angekommenen wurden in 2 Reihen aufgestellt. Männer und Jungen in der einen, Frauen und Kinder in der anderen Reihe. Und die SS-Ärzte führten die Selektion durch. Die Auswahl wurde nach dem Aussehen der Häftlinge getroffen und über ihr Schicksal zur Zwangsarbeit oder in den Tod wurde völlig willkürlich entschieden. Ja, hinter mir ist eine Ruine von das ehemalige Krematorium 3 und Gaskammer. Das hat von 1943 bis 1944 November hat das hier quasi Hunderttausende von Menschen getötet hier. Und im November 1944 haben die Deutschen das dann langsam zum Ende des Krieges das alles verheimlicht natürlich. Die haben alle Beweismaterialien zerstört. Und im 20. Januar, so war es, 1945 haben sie mit Dynamit alles kaputt gemacht. Sodass alle Beweismaterialien weg sind. Aber das ist echt unfassbar. 1,5 Millionen Leute da vorne ist noch ein Denkmal. 1,5 Millionen Juden, Zigeuner. Sind die ermordet hier. In dieses Camp. Also. Im Oktober 1941 wurde Birkenau, Auschwitz II, als weiteres Lager 3 Kilometer von Auschwitz entfernt errichtet. Und im März 1942 begann die Vernichtung im neuen Lager. Es gab dort 4 Gaskammern und bis zum November 1944 war das Lager eine Fabrik des Massenmordes, in dem Transporte aus ganz Europa ankamen. So, wir haben erstmal einen Security-Check gehabt, also müssen
durch Security und dann jetzt geht's hier im Camp rein. Also das ist jetzt Auschwitz I, wo wir jetzt reingehen und ja, werde ich euch zeigen. Auschwitz I, eine ehemalige polnische Artilleriekaserne, wurde im Mai 1940 entgegen der ersten Planung nicht als Durchgangslager, sondern als Konzentrations- und Arbeitslager eingerichtet. Für die ersten Bauarbeiter wurden 300 Juden aus Auschwitz als Zwangsarbeiter herangezogen. So, wir laufen jetzt weiter. Wir waren gerade bei ja, einer Ausstellung von Sinti und Roma, die auch natürlich deportiert wurden und ermordet wurden. Jetzt ist hinter mir ja, ist ein ehemaliges Gaskammer und links von mir ist ja, ein Galgen und da wurde nach dem Krieg Rudolf Höss, der SS-Führer damals vom Dritten Reich, im Deutschen Reich, wurde hier erhängt und ja, wurde verurteilt und erhängt. Ja, das war am 16. April 1947 war das und ja, will ich euch gleich zeigen. Und dann geht's weiter. Da ja, wird gezeigt, wie eigentlich die ersten, ja, das waren die ersten Gaskammer damals hier, die sie gebaut haben. Das ist echt schrecklich, also unfassbar. Am 16. September 1941 wurden erstmals 900 Kriegsgefangene in der Leichenhalle des Krematoriums I vergast. Der Raum wurde von diesem Zeitpunkt an als Gaskammer verwendet, bis die Vergasungen in die Anlagen im KZ Auschwitz-Birkenau verlegt wurden. Die Leichenhalle wurde danach noch als Hinrichtungsstätte durch Erschießen verwendet und 1944 zu einem Luftschutzbunker umgebaut. So, wir waren gerade in einer Gaskammer. Die Bilder, die ich euch gezeigt habe, es war die erste Gaskammer, die sie echt genutzt haben, mit Zyklon B damals, und das hat dann bis, ich glaube, 1943 dann auch, ja, haben sie das hier gebraucht und dann später, wo dann Birkenau gebaut wurde, wurde es, glaube ich, wie ich es verstanden habe, war es dann da eine erste Hilfe oder sie haben da dann halt Verletzte und so haben sie da behandelt. Ja, ist sehr beeindruckend. Und man hat auch gesehen, dass in der Gaskammer selber von oben das Zyklon B quasi durch eine Lücke dann reingeschmissen wurde. Ja, wir sind jetzt auf dem Innenhof und hier ja, wurden Deserteure, Juden, Sintis, also die hier auf dem Camp im Lager waren, wurden hier hingerichtet. Ja. In verschiedene Blöcke gibt es Ausstellungen, wie zum Beispiel im Todesblock, Block 11. Jede Ausstellung hat ein Thema, wie zum Beispiel die Judenverfolgung in den Niederlanden, die wir uns kurz anschauen. Hier sieht man Fotos, die im KZ damals fotografiert wurden, aber auch alte Zeitungsartikel und persönliche Gegenstände wie zum Beispiel Reisekoffer, Brillen, Töpfe, Schuhe, aber auch ein Berg mit Haare, die damals entfernt wurden von den Menschen. Das Haar diente als Rohstoff für Textilien. So, ja, es war sehr heftig, um alles zu sehen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was erzählen können hier über Auschwitz und über die Geschichte. Ich verabschiede mich bei diesem Vlog. Ihr könnt natürlich ja, abonnieren und nächste Video mit dabei sein. Dann werde ich natürlich in einem anderen Land sein und ich glaube auch was weniges Heftiges zeigen. Aber es war auf jeden Fall ja, ein toller Besuch hier in Auschwitz und natürlich
Fantastisch, dass wir die Leute in der Ukraine helfen können mit unseren Hilfsgütern. Nochmal alle danke für die fantastischen Spenden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.